Heute ein weiterer Teil unserer kleinen Serie Luft im Auflieger. Im Fokus Heben und Senken. Im Krone-Standard-System ist der Bedienhebel für das Heben und Senken blau und arbeitet in 3 Ebenen. Die Mittelstellung ist die Fahrebene. Einmal reingedrückt ist Stopp, rechts ist Heben, links ist Senken und nochmal reingedrückt ist Senken gerastet für die Bahn oder die Fähre. Heben gerastet gibt es nur als sehr seltenen Sonderwunsch und zurück zur Fahrebene geht entweder manuell oder automatisch ab 15 km/h RTR Return to Right. Der schwarze Bedienhebel von Wapco arbeitet in nur einer Ebene. Mittig ist wieder die Fahrstellung, unmittelbar rechts und links von mittig jeweils eine Stoppstellung. Ganz rechts oben ist Heben in der Totmannstellung und ganz links oben ist Senken gerastet. Und der Return to Right, also die Fahrhöhe, geschieht auch bei Wapco wieder vollautomatisch geschwindigkeitsabhängig. Bei allen konventionellen Luftfedersystemen kann auch stromlos, also ohne dass die Zugmaschine angeschlossen ist, so lange gehoben und gesenkt werden, wie Luft im Kessel ist. Und bei allen Systemen wird auch automatisch die Fahrhöhe, Achtung, es ist die Fahrhöhe, nachgeregelt, wenn der Stapler in den Auflieger rumpelt. Wenn du allerdings an der Rampe stehend die Rampehöhe individuell einstellst, wird dieses neue Niveau nicht mehr nachgeregelt. Dafür bräuchte es eine elektronisch geregelte Luftfeder und über deren Besonderheiten berichten wir in einem separaten Beitrag von Krone TV.